Also wir fahren jetzt ins Candyland. Ja, die Anfangsidee war eben von den Bergen zu dem Meer und dahinter steckt natürlich, dass ich mir dieses Custom Paint Job bei der WM in Nizza verdient habe und möchte ja in diesem Jahr versuchen, diesen Titel in Hawaii auf einer ganz anderen Strecke zu verteidigen. Der Jens, also der Jens, das ist so, der freut sich. Der Jens hat es richtig gut gemacht, also mich heiß zu machen, aber mir einfach nichts zu zeigen sozusagen. Tschüss, fangt mich doch. Es war halt echt so die Überlegung, welche Farben, welche Formen könnten cool aussehen. Geht man eher so in die hawaiianische Richtung oder halt doch eher so in die Nizza-Richtung oder vielleicht doch was Florales. Also wir haben mal echt ein paar crazy Entwürfe gehabt, die waren mir dann fast too much. Dann kam mir auf einmal wie ein Blitz, ein Geistesblitz, dass eigentlich ja die Blitze eigentlich so das Powersymbol für mich sind. Ich hatte die jetzt wirklich über die letzten Jahre bei jedem Rennen als Glücksbringer in den Ohren. Ich habe schon gesagt, es ist jetzt nach dem Titel die zweitschönste Errungenschaft. Warte mal, vielleicht das letzte ja auch gar nicht. Wir haben es schon gesehen mit lilanen Schmetterlingen, so wie du gesagt hast. Ein anderer Wunsch, den ich auch schon seit Jahren hatte, den ich aber natürlich nie umgesetzt bekommen habe, weil ich keine Weltmeisterin war, war tatsächlich ein weißer Rahmen. Und da ich ja der Meinung bin, dass das jetzt das Jahr ist, wo ich mir was Goldenes verdient habe, war dann irgendwie doch plötzlich klar, dass es was Weißes mit Gold werden sollte. Das ist crazy. Damit das Ganze aber eben nicht langweilig wird, habe ich mir überlegt, dass ich es richtig cool fände, wenn ich alle Innenseiten in einem richtig flashigen, geilen Muster mache und dann noch in Kombination mit einer geilen Farbe und da kann es natürlich nur pink werden. Und dann habe ich ein PDF bekommen mit ersten Entwürfen, wo wir gesagt haben, okay, wir greifen den Blitz als Symbol auf. Das Muster, was Lukas entworfen hat, was einfach diesen Power Punch repräsentieren soll, der einfach wirklich unterm Basebar ist, auf den Innenseiten von den Gabeln, hinten und dadurch ein Fahrrad entstehen zu lassen, was auf der einen Seite super elegant ist und nur aus bestimmten Blickwinkeln so richtig knallt und es ist hoffentlich dann auch so der Blickwinkel, den meine Konkurrentin sehen werden, wenn ich an ihm vorbeischieße. Das ist okay, mir ist jetzt wird immer mehr bewusst, was das für eine Arbeit war. Das ist ja krass. Da ist die Tür. Bist du bereit? Ja. Hi. Krass. Wow. Oh, abgefahren. Okay, das ist wirklich, ich würde sagen, das Geilste, was ich jemals gesehen habe. Hammer. Krass. Vielen, vielen Dank. Hammer. Krass. Hey, wie geil sieht das aus? Krass. Das ist ein Masterpiece. Um halt trotzdem noch so ein bisschen was von diesen Bergen und Meer dabei zu haben, weil es halt einfach so der Weg in diesem Jahr ist, habe ich dann doch diese kleine Zeichnung da gemacht, die wir an versteckter Stelle dann doch noch am Rad platziert haben. Einfach für mich, dass es dabei ist und mir halt so die Richtung in diesem Jahr zeigt und weiß. Okay, ist also wirklich noch geiler, als ich gedacht hätte. Richtig krass an dem Tag in Koblenz war wirklich zu sehen, wie viel Arbeitsstunden, wie viel Liebe und Leidenschaft am Ende wirklich auch von dem ganzen Team da reingeflossen ist. Deswegen, ja, umso mehr ein Riesendank an das gesamte Team, bei Canyon, an Sina, die es so geil umgesetzt hat am Ende und alle, die mich halt bei dem Prozess begleitet haben. Und ich hoffe natürlich, dass es euch genauso gut gefällt wie mir.
jetzt bin ich natürlich auch noch auf der Suche nach einem Namen. Wenn ihr da Ideen habt, schreibt mir die gerne mal in die Kommentare und natürlich auch, ob es euch gut gefällt. Ich bin sehr gespannt und ja, jetzt würde ich sagen, beginnt die Rennsaison.